Hallo, willkommen sein mit Kiki. Heute machen wir Porridge mit Schafkäse und Petersilie. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 500 Gramm Mehl, Typ 405, bitte von Sieb durchlassen. 200 Milliliter lauwarme Milch, 100 Gramm weiche Butter, 2 Eiweiß, ein Eigelb. Das kommt später, das ist dann innen. Kannst du trotzdem jetzt schon sagen. Ja gut, dann 200 Gramm Schafkäse, Handvoll gehackte Petersilie, 10 Gramm trockene Hefe, ihr könnt auch frische Hefe nehmen, 30 Gramm, Esslöffel Zucker, 7 Gramm Salz, eine Eigelb und Esslöffel Milch zum Einstreichen später, okay? Das kann ich tue jetzt alles weg, ich mal. Das mache ich mit der Hand, keine Maschine. Ohne Maschine nehme ich mal ein Tuch, nass. So. Okay, was nehme ich zuerst? Milch hier. Ja, ich mal Milch rein. Milch, nehme Hefe und Zucker. Fertig. So, jetzt erstmal umrühren. Dann muss ich ein bisschen lösen. So, jetzt die Eier rein. Auch mal umrühren. Wie ich das alles mache, ich Butter rein mit dir. Das ist nicht, ist nicht alles rausgekommen. So, jetzt warte mal. Immer noch nicht alles. Nein, aber ist halt weich jetzt. Ganz schön die Butter, jetzt, aber gut. Und jetzt Salz auch rein, fertig. So, jetzt Mehl rein, fertig. Okay, wer Maschine hat, kann ja mit Maschine machen, aber ich mache es mit Hand, weil das so wenig ist. Wunderbar, guck wie schnell es geht, siehst schon Teig. Gut, gell? Okay, so, ich glaube, der braucht ein bisschen was noch, so wie ich gesehen habe. Vielleicht Esslöffel Mehl noch, wenig Mehl noch. Ein schöner Tag geworden. So. Fertig. So. Luft rauslassen. So. Den Tuch nehme ich stelle sie hier lieber, weil der ist so kalt. So, 40 Minuten ruhen lassen, dann geht's weiter. Bis gleich. Die 40 Minuten ist jetzt drin, jetzt geht's weiter. Machen wir das auf, gucken wir, ob er gut gearbeitet hat, siehst du? Hat gut gearbeitet. Luft rausholen. Fertig. So. Nochmal mit Hand bearbeiten ein bisschen. So, den teile ich jetzt zwei. Ja, genau, ja. So, tue ich auf Seite hier. Auch weg. Okay. So, jetzt können wir mit dem Käse anfangen. Nehmen wir Schüssel, tun wir Käse rein. Oh, da war Wasser oder was? Und Petersilie. So, etwas Pfeffer rein. Pfeffer. Und Olivenöl, Esslöffel Olivenöl. Gut. So, die machen wir jetzt etwas kleiner. Käse.
Das war's. Brauche ich nicht mehr, aber Löffel, das kommt später. Okay, so, das durch die Seite. Nehmen wir den Teig. Okay. Etwas mit Hand drücken. So, jetzt einrollen. So, wir machen jetzt ein rundes Teig. Da muss ich langsam machen, damit ich rundes kriege. Ich will 30 machen. So. Ja, sieht gut aus. Ist das rund jetzt? Ein bisschen, gell? Ungefähr halt. Niemand erwartet einen perfekten Teig. Ich habe keine Schablone da. Also, ja, hier ist ein bisschen komisch geworden. Ich bin schon rausgeholt. Ja, gut, okay. So, dann teile ich jetzt 4. Also Mitte durchgehen. So, nochmal da. Gut, ist. Okay, jetzt, hier muss man aufpassen, 3-mal Mitte durchschneiden. Also nicht hier durch. Siehst du mal? So muss es sein. Nicht ganz durchschneiden. Okay, gut. Hat man gesehen? Okay, jetzt kann ich sie mit Käse füllen. So. Käse, mache ich alle gleiche. Erstmal Käse rein. Das ist ein wenig. Das reicht dann für 4 nächste Tage. So, gut. Wo ist mein Blech? So, das auch. Okay. So. Ich mache erstmal aus und zu. Das ist schon nicht durch. Jetzt. Also von der Seite reindrücken hier, okay, und dann das rüberziehen. Und den muss man runter verstecken. So, jetzt tun wir es hier rein. Okay, Seite rein, guck. Oh. Das hoch, da rein muss man, so dass er fest ist. So, ich mache jetzt alles, das gibt dann 8 Stück, ich mache jetzt so weiter und dann decke ich sie so, lasse ich sie 15 Minuten rund, dann können wir sie einpinseln im Backofen rein. Bis gleich. Die 15 Minuten ist jetzt rum und jetzt geht's weiter. Nehmen wir das weg. So, das Eigelb und den Milch bitte jetzt schön umrühren und dann einpinseln. Schön einpinseln. Ja, schön einpinseln. Nix schön. Weiße Sesam und schwarze Kümmel, nach dem Wunsch natürlich. Ja, ihr könnt es auch weglassen. Genau, weglassen, ja. Ich mache halt drauf, okay. So. Das riecht dann auch doch schön irgendwie. Schön. Ja, wieder schön, gell? Es riecht schön, okay. Jetzt reicht's aber. So, jetzt tun wir Backofen rein, Ober- und Unterhitze in mittlere Schiene, sogar 25 Minuten. Okay, stelle ich Uhr. 25 Minuten, bis gleich. Das hat jetzt 25 Minuten gebraucht, jetzt hole ich sie raus. So, okay. So, mal jetzt servieren, mal sehen, ob ich da.
Bisschen heiß noch. Ja. Du hast nur einen Handschuh ange. Ja, okay. Kriege ich hin. Ja. Oh. Aber immerhin. Das reicht. Oder? Winkel. Gut, gell? So. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Porcher. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.